In den weiten Graslandschaften des Wange-Schutzgebiets beschloss eine Löwin, ihr Rudel zu verlassen, um ihre Jungen aufzuziehen. Es möchte seinen Jagdinstinkt sowie seine Schutz- und Überlebensmethoden in dieser rauen und gefährlichen Natur weitergeben. Jeden Morgen bringt es seinen Kindern geduldig jede Bewegung des Anpirschens, Wartens und dann des plötzlichen Anspringens auf die Beute bei. Das Löwenjunge ist lernbegierig, seine Augen leuchten, aber manchmal ist es zu neugierig und mehr am Spielen als an der Konzentration interessiert. Trotz der Naivität ihres Jungen beschützt und erzieht die Löwenmutter es mit aller Geduld. Nachts lagen die beiden eng beieinander im Schatten des Baumes, wärmten sich und genossen die seltene Ruhe. Sie führen ein einsames Leben, sind aber durch die heilige Mutterliebe verbunden, die durch nichts getrennt werden kann. Im Herzen der Löwin herrscht ständige Wachsamkeit gegenüber den Gefahren, die in diesem weiten Grasland lauern. An einem heißen Nachmittag schliefen Mutter und Kind tief und fest unter einem großen Baum auf dem trockenen, mit Laub bedeckten Boden. Aus der Ferne glitt eine riesige Python langsam auf uns zu, ihr langer, zappelnder Körper tauchte zwischen den raschelnden, trockenen Blättern auf und verschwand wieder. Das Löwenjunge öffnete schelmische Augen und sah einen langen Schatten, der sich in der Nähe bewegte. Neugierig hob es seinen kleinen Fuß, um den Körper der Python zu berühren, und spürte die raue Haut und den unangenehmen Fischgeruch. Die Python blieb stehen, hob den Kopf, ihre Augen leuchteten, ihre Muskeln spannten sich als Zeichen möglicher Gefahr an. Anstatt Angst zu haben, biss das Löwenjunge fest in den Körper der Python, woraufhin die riesige Kreatur wütend umkehrte. Blitzschnell wickelte sich die Python um den kleinen Körper und rollte mit schrecklicher Kraft viele Male. Das Löwenjunge brüllte, sein schriller Schrei hallte durch die Luft und ließ das gesamte Grasland erzittern. Das scharfe Geräusch weckte die Löwenmutter, sie sprang sofort auf, ihr Haar stand zu Berge, ihre Augen waren blutunterlaufen. Ohne zu zögern stürzte sich die Löwenmutter auf sie, fletschte die Zähne und biss in den Körper der Python, um ihr Junges zu retten. Der Kampf auf Leben und Tod beginnt, Staub wirbelt unter den Bewegungen zweier wilder Raubtiere auf. Alles entwickelte sich zu einem erbitterten Kampf zwischen dem Mutterinstinkt und der überwältigenden Kraft der Riesenpython. Die Löwenmutter brüllte laut und biss wie verrückt, ihre scharfen Krallen zerrissen die blutige Pythonhaut. Die Python wurde immer wütender und drückte fester zu, wodurch das Löwenjunge allmählich violett anlief, unregelmäßig atmete und beinahe ohnmächtig wurde. In ihrer Verzweiflung biss die Löwenmutter der Python in den Kopf und zog mit aller Kraft daran, um ihr einziges Junges zu retten. Die Python wand sich heftig und schlug mit ihrem Schwanz auf den Boden, wobei ein Geräusch entstand, das so laut war wie eine wilde Kriegstrommel. Jeder ihrer Stöße war eine Drohung, doch jeder Biss der Löwin fühlte sich an wie ein Messerstich. Das Tauziehen war heftig, überall wirbelte Staub auf, trockene Blätter wurden verstreut und der chaotische Lärm übertönte den Wind. Die Augen der Python waren rot, sie hatte gefletschte Zähne, aber ihr Körper blutete langsam aus tiefen Wunden. Die Löwenmutter hörte nicht auf, sie brüllte wie verrückt und biss der Python fest in den Hals. Der tödliche Biss ließ die Python vor Schmerz zischen und ihr Körper begann, ihren Griff zu lockern. Im letzten Moment ließ es das Löwenjunge los und kroch langsam davon, wobei es eine lange Blutspur hinterließ. Die Löwenmutter leckte ihr Junges hastig, kratzte ihm sanft das Fell und schüttelte es kräftig, doch es lag immer noch regungslos da. Seine Augen waren voller Verzweiflung, sein Atem ging schnell und sein Herz fühlte sich an, als würde es brechen, als er sah, dass sein Kind nicht reagierte. Die Löwenmutter gab nicht auf, sie hielt ihr Junges im Maul und bewegte sich langsam über das sengend gelbe Feld. Jeder seiner Schritte war schwer, doch sein Blick blieb entschlossen, wie ein stummer Hilferuf an Himmel und Erde. In der Ferne tauchte die Asphaltstraße auf, die durch das Wange-Reservat führte, heiß unter der sengenden Sonne. Die Löwenmutter legte ihr Junges am Straßenrand ab, legte sich daneben und leckte ununterbrochen sein Fell, in der Hoffnung, dass es aufwachen würde. Die Zeit verging langsam, die Sonne brannte immer stärker, aber sie blieb immer noch da.
Es aß nicht, ging nicht weg, seine Augen waren entschlossen, als wollten sie sagen, rette mein Kind. Der Präriewind wehte durch die Gegend und trug den Geruch von verdorrendem Gras und den Gesang verlorener Vögel mit sich. 2 Stunden vergingen, der Körper der Löwenmutter war erschöpft, aber sie verließ ihr Junges immer noch nicht. Plötzlich tauchte aus der Ferne ein vertrauter moosgrüner Streifenwagen auf. Im Auto saßen 2 Ranger, David Okoro und Aisha Ndlovu, die von einer langen Patrouille zurückkehrten. Das Auto hielt an, 2 Ranger staunten über den Anblick, eine Löwin lag neben einem reglosen Löwenjungen. David runzelte die Stirn, als er die potenzielle Gefahr erkannte, und sein besorgter Blick wandte sich für eine kurze Diskussion an Aisha. Wenn mit den Jungen etwas nicht stimmt, müssen wir jetzt handeln, beharrte Aisha mit entschlossener Stimme. Sie bereiteten das Betäubungsgewehr vor, luden es und zielten auf die erschöpfte, aber immer noch wachsame Löwin. Die Injektion traf ins Schwarze, das Medikament wirkte schnell und ließ die Löwenmutter allmählich zusammenbrechen. Beide Ranger atmeten erleichtert auf, näherten sich aber weiterhin vorsichtig und langsam. Als sie näher kamen, stellten sie fest, dass der Körper des Löwenjungen violett war, seine Atmung schwach war und sein Herz nur noch schwach schlug. Ohne zu zögern nahm David das Löwenjunge auf den Arm, während Aisha die Autotür öffnete und sich darauf vorbereitete, schnell zum Bahnhof zurückzukehren. Das Auto bog in die rote, staubige Straße ein und rollte so schnell es konnte, alle Augen auf das zerbrechliche Leben gerichtet. In der Kabine überprüfte David ständig seine Atmung, während Aisha über Funk einen Notfall meldete. Als das Auto an der Station ankam, waren der Tierarzt und das Personal sofort vor Ort und bereiteten die gesamte Rettungsausrüstung vor. Das Löwenjunge wurde auf einen kalten, glänzenden Stahltisch gelegt und zur Unterstützung der Atmung ein Sauerstoffschlauch in sein Maul eingeführt. Um den Bauch herum waren tiefe Blutergüsse zu sehen, die schrecklichen Spuren der Einschnürung durch die Python. Der Arzt injizierte Wiederbelebungsmedikamente, verabreichte intravenös Flüssigkeit und überprüfte jede noch so schwache Reaktion des kleinen Körpers. Die Atmosphäre im Raum war angespannt und erdrückend, jede Sekunde schien sich ewig hinzuziehen. Alle Augen waren auf jeden Atemzug des armen Löwenjungen gerichtet. 1 Stunde verging, es regte sich leicht, seine Augen öffneten sich, sein Blick war trüb, aber voller Leben. Jubel brach aus, Freude explodierte in dem kleinen Raum. Es begann, ein paar Schlucke Wasser aus der Spritze zu nehmen, seine Kehle zitterte, stabilisierte sich aber allmählich. Die Atmung hat sich wieder normalisiert, die Hautfarbe ist heller, der Körper zittert, aber er lebt. 2 Stunden später konnte es aufstehen und ging unsicher, aber sicher. Die Ranger gaben ihm freudig sein erstes Stück Fleisch als Zeichen des Sieges nach einer Nahtoderfahrung. Das Auto rollte erneut und brachte das Löwenjunge zurück zu der Stelle, wo es mit seiner Mutter gefunden wurde. Die Löwenmutter erwachte aus der Narkose und irrte brüllend und verzweifelt nach ihren Jungen rufend über die Felder. Als er sah, dass das Auto anhielt, leuchteten seine Augen auf und er stürmte wie der Blitz vorwärts, sein Herz voller Hoffnung. Die Tür öffnete sich, das schwache Löwenjunge stieg aus und rannte langsam auf die vertraute Gestalt zu. Mutter und Kind waren wieder vereint, leckten und kuschelten sich vor Glück, das Knurren verwandelte sich in leises Atmen. David und Aisha standen schweigend da und sahen zu, mit einem Lächeln auf den Gesichtern nach einer gefährlichen Reise. Die Sonne ging allmählich hinter den Bäumen unter und färbte die weiten Wangeebenen in ein strahlendes Gold. Eine harte Lektion in Sachen Überleben hat sich in das Gedächtnis des wilden Löwenjungen eingebrannt.